Hallo liebe Leute da draußen, ich bin's wieder, euer Dave und heute machen wir wieder was richtig Schönes. Ich zeige euch mal wieder ein Tutorial, ein recht kurzes eigentlich nur, die Technik hinter dem, wie ich Haare mache. Also Fellstruktur, Haarstruktur, Bartstruktur ist eigentlich alles dasselbe, das könnt ihr euch dann kann man für alle Bereiche anwenden, ganz gut. Kommt natürlich immer auf die Haare per se an, ob es längere Haare sind oder so, aber so die Grundtechnik, sagen wir es mal so, ist immer dieselbe. Und deswegen zeige ich euch die jetzt einfach mal. So, fertig? Ja. 1, 2, 3. Oh, du Miststück! Oh Gott! In diesem Tutorial, weil nicht nur Phil Jascha bei Discord gefragt hat, ob ich das nicht mal endlich machen kann. Sie findet es sehr spannend und bräuchte da Hilfe und ich habe noch 2, 3 Nachrichten auf Instagram bekommen und auch noch bei Facebook, ob ich das nicht mal zeigen kann. Und habe ich mir gedacht, ja, dann mache ich das doch, wenn da so große Nachfrage ist. Und zwar habe ich aktuell gerade den Kratos, den kann ich euch ja mal kurz zeigen hier. Den mache ich gerade aktuell, da bin ich aktuell dran. Lass mir auch schön viel Zeit zur Abwechslung mal, damit das einfach schön detailliert und richtig schön wird. Und hier sind die Haarstrukturen einfach recht schön, recht gut geworden. Und da werde ich euch jetzt einfach mal den unteren Bart zeigen, wie ich den gemacht habe, mit Schnauze einfach, damit ihr das jetzt schon mal sehen könnt. Den gibt es auch irgendwann mal als ganzes Tutorial, aber das dauert noch ewig. Deswegen mache ich das jetzt so im Teilbereich, weil wir haben ja auch noch oben das Kätzchen. Ja, da habe ich das auch schon gemacht. Muss aber fairerweise sagen, dass da mein Skill, was die Haare, wie man die richtig macht, noch nicht ganz so ausgereift war. Und da ist es nicht schlecht, aber da sind es auch sehr kleine, kurze Haare. Das ist nochmal schwieriger wie mit längerem Haar. Und da habe ich mir gedacht, dann zeige ich euch das einfach jetzt hier beim Kratos. Da ist das schon sehr gut. Da ist das Verständnis, glaube ich, auch einfacher, das zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, dann zeige ich euch das doch einfach mal in einem schönen Tutorial. Diesmal aber ist das Video mit doppelter Geschwindigkeit, damit das nicht einfach zu lang wird, weil damit ihr es einfach mal seht vom Aufbau her. Also immer noch gut sichtbar, aber sonst ging das, glaube ich, über eine Stunde, dann wäre das einfach viel zu lang für, so lang kann ich gar nicht drüber reden, weil es im Endeffekt gar nicht so schwer ist. Deswegen haben wir das in doppelter Geschwindigkeit und irgendwann kommt es ja als normales Tutorial rein, dann könnt ihr es euch ja auch in der normalen Geschwindigkeit anschauen. Aber in der nächsten Zeit sind erstmal ein paar Live-Sachen geplant, weil ich momentan gerade nicht so viel Zeit habe, die ganzen Videos zu schneiden, zu machen, zu laden, zu rendern, weil ich ja gerade noch sehr viel beschäftigt bin mit meinem ganzen Sporttherapeuten und deswegen mache ich jetzt dann erstmal vielleicht ein paar mehr Live-Sessions an den Freitags und dann, wenn es wieder passt, kommen wieder ein paar schöne Tutorials zum Mitmachen. Und ja, genau, das war es eigentlich schon. Also wie gesagt, ihr könnt mich gerne unterstützen, abonnieren, liken, ihr kennt den ganzen Kladderadatsch. Macht das gerne, wenn euch die Videos von mir gefallen. Das hilft mir natürlich dem Kanal. Und ja, schaut gerne in die Infobox, wenn ihr mich irgendwie unterstützen wollt oder da irgendwie einen Overlust da lassen wollt, könnt ihr das gerne machen. Und ansonsten schaut auch gerne bei meinem Airbrush-Partner vorbei. Das ist sehr coole Jungs. Kann ich euch nur empfehlen, schaut da gerne mal vorbei. Und dann würde ich sagen, schnacken wir gar nicht mehr so lange. Jetzt wird's haarig und ab zum Maltisch. So ihr Lieben, herzlich willkommen beim Tutorial für die Haare und wir haben jetzt hier das Kratos-Bild, da bin ich ja mittendrin und habe ich ja schon im Opener alles erwähnt. Aber ich habe jetzt hier nachher die Pistole und zwar die Iwata und die hat ja eine 0,2er Düse und war schon ein bisschen mehr benutzt und da hat das Ganze nicht ganz so geflowt, deswegen nehme ich für Haare immer ganz gerne eine Pistole mit einer größeren Düse. Und da ich ja eh schon die Sparmax für den Hintergrund benutzt habe, habe ich mir gedacht, komm, dann nehme ich doch einfach die, weil die hat ja eine 0,35er Düse und Nadel. Und dann kann ich das machen und dann flaut das noch ein bisschen mehr. Hier hätte ich jetzt einfach noch ein bisschen mehr die Farbe verdünnen müssen und ein bisschen mehr rumexperimentieren. Dann geht das natürlich auch mit einer 0,2er oder einer noch feineren, aber es bietet sich einfach an bei Haaren, damit das einfach schön flüssig und gängig aussieht, einfach eine größere Düse und Nadel zu haben.
Und deswegen machen wir das jetzt nachher überwiegend oder fast ausschließlich mit der Sparmax. Ihr seht es jetzt schon, jetzt greift zur Sparmax und ihr werdet es gleich sehen, es flutscht viel, viel besser. Das Ganze läuft einfach ein bisschen gängiger von der Hand. Und was machen wir hier eigentlich? Hauptsächlich machen wir hier Grundtechniken. Grundtechniken zum Thema Dagger Strokes. Also wir machen hier sehr, sehr viele Dagger Strokes mäßig. Wir machen schöne, flüssige Linien, die eben einen dünnen Einstiegspunkt haben oder einen dicken, das ist je nachdem. Wenn es der Haaransatz ist, dann können wir auch einen geraden Strich machen und dann ziehen wir die eben schön geschmeidig mit einem Satz durch und werden unten natürlich hinspitzt. Das sind typische Dagger Strokes einfach. Und das finde ich so faszinierend. Das ist eine Grundtechnik, die wir hier verwenden, um eine Haarstruktur zu erzeugen. Oder in dem Fall hier der Bart, aber das ist ja wurscht, ob es ein Bart ist oder ob es Kopfhaare sind oder Tierhaare oder was auch immer. Das kann man wirklich für alles benutzen. Ihr müsst halt schauen hier, dass ihr einfach verschiedene Ebenen einbaut. Also wir ziehen jetzt erstmal eine Grundstruktur an den Haaren her. Das sieht jetzt erstmal noch nicht so schön aus, weil es erstmal nur die Striche so ein bisschen nebeneinander sind. Und das ist aber ganz normal. Wir werden dann nachher noch ein bisschen mehr machen, damit das eben einen schöneren, saftigeren Übergang gibt und ein bisschen mehr Verbund hat. Und hier auch ganz wichtig, die Farbe verdünnen. Also hier habe ich die Schminkefarbe und die verdünne ich ja sowieso, aber die habe ich hier einfach nochmal einen Schuss mehr verdünnt, damit sie einfach viel gängiger ist. Und dann kann ich eben einfach lockerer aus dem Handgelenk einfach so die Haare ziehen quasi schon fast. Also das ist wirklich ein wirklich schönes, flowiges Erlebnis, sage ich mal. Und jetzt habe ich dann im Endeffekt hier schon so eine Struktur. Durch das natürlich etwas mehr verdünntere Weiß deckt das auch nicht gleich so extrem, was ich aber auch möchte. Also so kann ich nachher noch mit einem viel deckenderen Weiß noch schöne Highlights rausziehen aus den Haaren. Und das ist eigentlich schon so die Grundtechnik. Und jetzt verbinden wir eben ein bisschen die Haare. Ihr seht, ich gehe jetzt nochmal so ein bisschen über das Vorgeschaffte drüber, aber verbinde immer wieder vereinzelt die Haare und führe sie zusammen. Und das macht das Ganze sehr realistisch und authentisch. Wenn ihr euch das anschaut, jetzt hier, klar ist jetzt hier die doppelte Geschwindigkeit, einfach damit das Tutorial jetzt hier nicht ewig lang wird, weil so viel kann ich dazu nicht sagen. Das kommt sowieso nochmal separat, also der ganze Kratos, den kommt nochmal als komplettes Tutorial, dann könnt ihr euch da nochmal ruhig langsam ansehen, aber es dauert jetzt eben noch und das habe ich aus dem Grund jetzt eben für die Filyascha hier ein bisschen vorgezogen, damit du das schon mal ein bisschen sehen kannst. Und du siehst jetzt einfach, oder ihr seht jetzt einfach, dass ich hier immer wieder die Haare zueinander führe. Hier habe ich jetzt schon ein deckenderes Weiß und ziehe immer wieder die Haare so wirklich zueinander, also von breit immer zu einer zusammenführenden Linie. Und dann ergibt das eine sehr authentische und schöne Struktur, schöne Haarstruktur. Und das könnt ihr im Endeffekt auf alle anderen Strukturen übertragen. Das ist echt kein Problem. Ihr könnt auch mal so Ausschläufer machen oder so Haare, die so ein bisschen dann von der Gesamtbewegung abweichen. Das ist auch völlig authentisch und echt. Und so könnt ihr das ein bisschen generieren und dann könnt ihr noch Variationen reinbringen, indem ihr hier und da ein paar Highlights rauszieht aus den Haaren. Dass ihr dann sagt, an einer Stelle gebe ich dem Haar an einer Position einfach noch mehr Weiß, gehe da nochmal drüber und hält das einfach punktuell auf, so wie es vielleicht das Referenzbild vorgibt oder wie eure Lichtquelle kommt. So gibt ihr dem Ganzen einfach noch mehr Volumen und Dreidimensionalität und das ist eigentlich auch nochmal das Wichtige, dass das schön plastisch aussieht. Aber wie gesagt, hier schön die Dagger Strokes und Linien schön flüssig durchziehen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Einfach schön ziehen und hier hat das einfach schön geflowt. Ja, mit der Iwata habe ich da so ein bisschen, ich Volldoppel habe dann ein bisschen rumgefummelt und nachher habe ich dann mir gedacht, komm, ich habe ja noch die Lufteinstellung dran, jetzt benutze ich die da auch endlich mal wieder. Und nachdem ich das dann ein bisschen runtergeschraubt habe, hat es dann auch viel besser geklappt mit der Iwata nachher für die Highlights, weil da hatte ich dann das komplette Weiß drin, unverdünnt. Und jetzt habe ich das aber hier nochmal mit der Sparmax ein bisschen gemacht. Und klar, durch das verdünntere Weiß verfließt das auch hier und da ein bisschen. Das ist aber auch normal.
Aber wenn ihr dann, wie gesagt, hier dann nachher ein bisschen mehr Weiß wieder dazu gebt in eure Farbe, damit die einfach deckender wird, könnt ihr eben nochmal vereinzelt Strukturen hinausheben und nochmal ein bisschen zusammenführen. Und dann hat das schon einen sehr flowigen, echten Look. Und das ist eigentlich das, was wir am Ende haben wollen. Und das ist eigentlich, sagt sich für mich immer leicht, aber das ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn ihr das übt. Wenn ihr diese Strukturen, dieses flowige Schaffen einfach übt. Und das ist wieder halt so ein Punkt, das macht ihr wieder mit der Freihandübung. Das ist halt wieder reines Freihandarbeiten. Ich finde Hilfsmittel für Haare nicht schlecht, die kann man schon benutzen und auch machen, aber ich finde, das sieht nicht annähernd so gut aus, wie wenn man das Freihand macht. Das ist natürlich viel, viel mehr Arbeit, da brauchen wir uns nichts vormachen, aber der Effekt ist doch am Endeffekt nachher der viel, viel schönere. Und hier oben haben wir jetzt natürlich den Schnauzer, der besteht natürlich aus viel mehr filigraneren Strukturen und Bartanteilen. Und dann machen wir dann natürlich auch filigranere Striche. Also hier wieder das verdünntere Weiß. Und damit gehen wir halt sehr viel hoch und runter und legen erstmal wieder so diese Grundstruktur der Haare vor und gehen dann beim zweiten Step nochmal drüber, verbinden punktuell hier und da wieder ein paar Haare, lassen ein paar quer verlaufen, damit das einfach schön organisch aussieht und wieder diesen Look einfach kriegt. Ihr seht es jetzt auch unten am Bart, wo eben die höheren Highlights überall sind. Da sieht man einfach, da habe ich die Haare wieder zusammengeführt und bewusst auch Stellen schwarz gelassen, jetzt schon, damit das eben besser aussieht. Wir werden aber auch noch mit Schwarz, mit ein bisschen Schwarz, einem verdünnten nachher noch hier und da dem ganzen Bart noch ein bisschen mehr Volumen geben und ein bisschen mehr was rausnehmen und ein bisschen mehr Schatten geben, damit er einfach noch mehr dreidimensionaler wirkt und auch authentischer aussieht. Und dann kann man das eben so machen. Und das ist eigentlich wirklich leicht. Das ist halt wieder Daggerstrokes Grundtechniken und viel Freihand. Also das müsst ihr einfach gut beherrschen, wenn ihr das so machen wollt, wie ich das hier mache. Und wenn ihr das mal hinbekommt, dann ist es halt geil. Ne? Ist auch wirklich geil. Ne? Ihr seht jetzt schon oben den linken Bartteil, da mache ich schon wieder hier und da Detailarbeit und lasse ein bisschen die Haare ineinander laufen. Und das sieht gleich verdammt geil aus. Also mir hat das so viel Spaß gemacht. Es hat auch mit der Sparmax super funktioniert. Hier habe ich jetzt wieder die Iwata genommen, weil die Sparmax da ein bisschen gezickt hat, weil ich die schon für den Hintergrund ziemlich verhurt habe und die da nicht mehr so ganz funktioniert hat. Die habe ich da schon ganz schön durchgeballert und jetzt kann ich hier halt nochmal schön mit der Iwata nachher und mit der Sparmax wechsle ich jetzt hier ständig hin und her, damit ich das eben einfach wieder mit deckeren Typen Weiß und mit nicht so starkem Weiß eben ein bisschen nochmal variieren kann. Und das ist im Endeffekt schon die ganze Technik. Also Technik ist es eigentlich nicht viel, aber es benötigt halt eine gute Gun Control. Und da kann ich euch nur raten, macht fleißig meine Übungsbilder, fangt mit den Anfangssachen an, mit den Kreisen. Ihr müsst mal schauen, ich habe jetzt auf meinem YouTube-Kanal extra eine Playlist mit allen Übungsbildern. Und die sind chronologisch auch eingeordnet, dann fangt auch am besten so rum an. Fangt mit den ganz einfachen Sachen an, wenn ihr Anfänger seid. Und zieht das dann mal so durch, da werdet ihr mit der Freihand 100%, 1000-fach besser. Das bestätigt mir die ganzen Community-Mitglieder schön auf dem Discord-Server, die hier fleißig meine Übungen machen und dadurch einfach brutal schnell besser werden. Also da muss ich echt sagen, Chapeau an euch alle, wie ihr das raushaut. Keine Ahnung, Tangai, für Jascha haut da gut raus, die Elke und Marcel und Marco und weiß nicht Gott, welche alle Leute da noch drin sind, die da wirklich fleißig die Sachen machen. Der Norm und etc. Also wirklich, ihr macht das richtig gut und da sieht man dann mal richtig krass, wie ihr besser werdet. Und dann kann man auch nachher viel gezielter solche Sachen hier machen. Also hier sind wir jetzt noch mal ein bisschen näher dran und dann kann man hier eben feine Striche ziehen und das ist das Wichtige. Das schaffen wir natürlich nur mit einem verdünnten Weiß, mit schönen, schnellen, etwas schnelleren und sehr bewusst durchgezogenen Dagger Strokes im Endeffekt. Und dann klappt das auch wirklich gut und dann sieht das eben so authentisch aus.
Und hier eben wieder der gleiche Anfang. Wir legen wieder einmal die komplette Haarrichtung vor. Wir gucken natürlich, in welche Richtung gehen die Haare. Oder beziehungsweise hier der Schnauzer. Ziehen das dann einfach so entlang und machen dann wieder im zweiten Schritt, fangen wir wieder an, das Ganze zu verbinden, ein bisschen zu überlappen, ein bisschen wieder zusammenzuführen. Hier beim Schnauzer nicht so ganz so extrem, weil hier die Haare einfach ein bisschen bei dem Bart einfach nicht so, sag ich mal, so wild sind wie jetzt unten am Kinnbart oder wie Kopfhaar, sondern hier ist es schon ein bisschen gewollt gerader und das ist auch in Ordnung so, aber wie gesagt, sonst ist die normale Herangehensweise immer wieder ein bisschen zusammenführen, damit das Ganze authentisch aussieht. Oder wie hier jetzt einfach vereinzelt Haare, die auch ein bisschen rausstechen, die so ein bisschen über das ganze andere überlappen. Das ergibt einfach wieder so was ganz, ganz Stimmiges. Und das ist im Endeffekt schon echt alles. Und das ist wirklich gar nicht so schwer. Also probiert mal die Technik hier gerne aus und guckt euch das an, ob euch das wirklich hilft. Aber ich macht das gerne so, weil das wirklich, wirklich gut funktioniert. Und wie gesagt, dann seid ihr auf keine Hilfsmittel angewiesen. Also ihr könnt viel, viel freier und viel organischer das Ganze machen und kann ich euch, wie gesagt, nur so empfehlen. Aber wie gesagt, dafür einfach schauen, dass ihr eine gute Freihand habt, dass ihr gut vorankommt und da könnt ihr auf jeden Fall die ganzen Übungsbilder machen. Da werdet ihr mit der Freihand besser und dann könnt ihr nachher auch sowas spielend leichter machen. Und genau, da ist einfach nur wichtig, die große Düsengröße, da macht es euch deutlich einfacher, die Farbe schön verdünnen, damit sie schön gängig und flüssig ist. Also Konsistenz von Milch und noch ein bisschen mehr, damit das Ganze einfach richtig schön einfach durchflutscht, wenn man so wirklich sagen möchte. Und dann habt ihr das schon eigentlich die halbe Miete und dann müsst ihr nur noch gucken, dass wirklich die Dagger Strokes, die Striche einfach noch schön sauber sind, dass die wirklich einen schönen Anfang haben und einfach schön nach unten immer schön spitz weggehen. Ja, das ist nicht überall so der Fall, es ist auch nicht so wild, aber wie gesagt, das ist dann schon im Endeffekt alles. Jetzt haben wir das verdünnte Schwarz. In dem Porträt natürlich gucke ich, der Ansatz ist überall ein bisschen arg dunkel, dass ich das dann auch wieder ein bisschen dunkel mache. Wir können mit dem Schwarz natürlich auch noch Struktur jetzt sage ich schon Haut, wollte ich schon sagen, in die ganzes Bartmäßige, in die Haare, das ist mir nicht eingefallen. Da können wir natürlich nochmal deutlich mehr, da können wir nochmal mehr Struktur geben, aber ich mache das nicht so gerne, weil ich mache das gerne schon mit dem Weiß. Dann sieht das einfach noch ein bisschen besser aus. Das Schwarz kann immer relativ schnell nicht mehr so schön aussehen, dann nur machen, wenn ihr irgendwo Stellen habt, wo die wirklich sehr dunkel sein sollten. Und dann klappt das auch besser. Aber wie gesagt, mit dem Schwarz eher so zum Einfärben nehmen, das verdünntere Schwarz. Und hier und da so ein bisschen Akzente setzen, ein bisschen das Ganze abdunkeln und räumlicher machen, dann ist das schon ganz okay. Oder wenn ihr natürlich ein bisschen einfach den ganzen Bart ein bisschen dunkler haben wollt, dann könnt ihr das auch wieder ein bisschen mit dem Schwarz ein bisschen runternehmen. Aber das ist dann alles abhängig vom Motiv, abhängig von der Farbe, abhängig, ob schwarz-weiß ist. Das ist wirklich... Aber ihr könnt die Technik auch natürlich mit deckenden Tönen machen, wenn ihr dann irgendwie, sag ich mal, ein Porträt macht mit langen Haaren, blonden, dann nehmt ihr natürlich das Gelb und dann könnt ihr da natürlich so arbeiten. Müsst aber dann dort halt noch ein bisschen mehr mit den Licht- und Schattenverhältnissen und dementsprechend auch mit anderen Farbtönen dann noch ein bisschen arbeiten. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack. Oder ihr macht das eben so und färbt das dann ein. Das ist dann eigentlich noch viel leichter für euch am Anfang, dass wenn ihr dann so arbeitet und das Ganze einfärbt und dann nochmal, gegebenenfalls nochmal mit Highlights drüber geht und das dann nochmal einfärbt, um da ein bisschen noch mehr Tiefe zu geben, dann könnt ihr das schon auch so machen. Und auf dem weißen Untergrund, klar, da müsst ihr natürlich dann dementsprechend mit dem Schwarz so arbeiten, aber dann auch sehr stark verdünnt. Und das Ganze einfach dann versuchen so umzusetzen. Aber wie gesagt, hier gebe ich den Bart, weil der ist links und rechts, ist sehr viel Schatten in dem Porträt. Das Hauptding ist eigentlich das Gesicht oben. Hier verschwindet so ein bisschen der Bart links und rechts. Oh, das fand ich an dem Porträt so geil. Das sieht richtig cool aus und deswegen wird das jetzt hier alles schön eingefärbt von mir mit dem Schwarz, mit dem deckenden, verdünnten. Und dann nehme ich auch ringsrum nochmal so ein bisschen die Helligkeit jetzt von der Haarstruktur runter vom Bart, damit das einfach sich noch besser einfügt.
in die ganze Geschichte und auch unter der Nase und so, da werden wir noch ein bisschen das einfärben. Das kann man hier mit dem Schwarz-Weiß-Porträt so super machen. Da sehen die Haare dann halt richtig geil aus. Wie gesagt, farbig ist nochmal anders, da könnt ihr die gleiche Technik benutzen, aber müsst dann auch mal selber ein bisschen probieren und einfach euch das mal anschauen, wie ihr das macht. Und auf weißem Untergrund ist natürlich auch abhängig davon, ob das Bild dann trotzdem schwarz-weiß ist oder nicht. Da müsst ihr dann halt auch dementsprechend dann halt die ganze Geschichte bearbeiten und gegebenenfalls mit Schwarz vorlegen, dann nochmal mit Weiß über das Ganze drüber. Also das ist echt auch wieder abhängig vom Motiv etc. Da kann ich euch jetzt gar nicht so genau sagen, wie ihr das am besten machen sollt. Da könnt ihr gerne mal selber rumprobieren oder einfach mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so macht. Und dann können vielleicht die anderen auch nochmal davon profitieren. Aber wie gesagt, so mache ich das bei dem Schwarz-Weiß-Porträt hier. Und die Grundtechnik ist eigentlich, wie gesagt, eine sehr geile Technik, um Haare zu machen. Das macht wirklich sehr viel Spaß und sieht auch gleich wieder richtig geil aus. Hat einen sehr realistischen Ansatz, was mir eigentlich sehr gut gefällt und ist wirklich, wie gesagt, recht leicht zu produzieren. Und da hoffe ich eigentlich, dass es euch, vielleicht hilft ja jetzt schon der Feljascha, einen besseren Überblick zu bekommen, wie ich das mache. Wie gesagt, das Tutorial von dem ganzen Kratos, ich bin ja sowieso jetzt gerade noch dran, deswegen dauert das noch ewig, bis der mal fertig ist. Da lasse ich mir Zeit. Bis der dann mal schlussendlich auf dem Kanal kommt, kann das noch ein Weilchen dauern. Weil jetzt startet dann demnächst, glaube ich, erstmal die Katze mit den Haaren. Und dann eben kommt der Bruce auch noch, den habe ich ja auch noch in der Pipeline zum Raushauen. Da muss ich mal schauen, bei der Katze habe ich im Endeffekt die gleiche Technik benutzt, aber da war die noch nicht so gut wie jetzt hier. Hier ist es nochmal deutlich besser. Da war aber auch das Medium nicht das perfekteste. Da habe ich auch einen Holzuntergrund gehabt, nicht wirklich gut vorbehandelt. Und dann war das Ganze nicht ganz so, konnte ich da nicht ganz so smooth arbeiten wie hier. Das war dann eben nochmal so eine Problematik, wo das eben nicht ganz so gut funktioniert hat, weil das Fell auch noch mega kurz war. Dann ist es immer schwierig, das zusammenzuführen etc. Da ist der Effekt nicht ganz so gut gelungen wie hier. Deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich das jetzt einfach aus dem laufenden Projekt raus und mache für euch da hier mal so dieses kurze Haartutorial, damit ihr das einfach mal seht, damit ihr einfach mal ein Gefühl für kriegt, wie ich das mache, wie da im Endeffekt die Technik aussieht, damit ihr jetzt da nicht, gerade im Speziellen auch die Feljascha, die sich das ja gewünscht hat, jetzt nicht monatelang warten muss, bis wir mal da zu dem Bild hier kommen. Habe ich mir gedacht, separiere ich das hier einfach mal mit der etwas beschleunigten Version. Und das soll ich da auch jetzt stundenlang drüber reden. Im Endeffekt habt ihr die Grundtechnik gesehen. Ihr habt jetzt von mir gesagt bekommen, wie man da so gescheit umsetzt, auf was ihr achten müsst. Einfach auf die Farbe, auf die Düsengröße und dann eben schöne Dagger-Strokes und mehr ist es nicht. Und im Endeffekt müsst ihr dann einfach nur lernen. Aber ihr könnt ja bei sowas auch ganz gerne einfach erstmal auf dem Papier üben. Einfach die Struktur üben, ganz viel die Struktur üben und dann, wenn ihr euch sicher fühlt, dann eben am lebenden Objekt quasi rangehen und die Strukturen machen. Und das könnt ihr ruhig mal einfach mal eine Zeit lang machen. Sowas auf dem DIN A4, auf einem dickeren Druckerpapier mit 250 Gramm, da mache ich die ganzen Übungsbilder drauf. Er eignet sich hervorragend, um auf dem rum zu experimentieren. Da könnt ihr dann einfach mal schwarz nehmen, da könnt ihr mal ein braun nehmen, da könnt ihr einfach schon mal gucken, wie das mit anderen Farben ist, wie das auf weißem Hintergrund ist und könnt ihr mit der Schwarz mal die ganze Struktur üben und dann, oder das Ding einfach mal schwarz vorlegen und mit den Haaren und dann einfach mit weiß über die schwarzen Stellen, um das Ganze einfach ausprobieren. Ihr müsst einfach mal auch ein bisschen euch da trauen, was zu machen. Und dann klappt das nämlich nachher auch ganz gut. Und wie gesagt, hier kommen jetzt eigentlich, ist es jetzt schon hier fast fertig. Jetzt kommen nur noch wirklich ganz vereinzelt nochmal so richtig starke Highlight-Punkte rein, wo ich einfach vom Referenzbild her nochmal nehme, damit das Ganze nochmal ein bisschen mehr Punkte hat, wo es einfach nochmal saftiger raussticht. Und dann ist es das. Da arbeiten wir natürlich nachher schön langsam und vorsichtig. Aber wie gesagt, ansonsten einfach schöne, gerade schöne geschwungene Striche ziehen, schöne Dagger-Strokes machen. Und dann habt ihr da nämlich wirklich keine Probleme mehr. Hier wieder die Iwata eben
dem extremen Deckweiß. Und so arbeitet ihr euch im Endeffekt durch das ganze Thema Haare. Und ihr seht, jetzt führe ich hier nochmal vereinzelt ein paar Sachen zusammen. Und dann, wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr die Grundstruktur einmal habt und dann nochmal eine zweite Schicht Haare drüber legt und die, also nicht immer komplett alles vollballern, das wollen wir natürlich nicht, sondern das Ganze sinnvoll verknüpft, dann bekommt ihr eben eine sehr, sehr schöne, schlüssige Struktur hin und das ist auch wirklich mit ein bisschen Übung auch alles sehr gut machbar, auch für Anfänger, sehr, sehr gut machbar mit ein bisschen Übung. Und dann könnt ihr recht schnell auf Hilfsmittel verzichten und habt da eine viel, viel bessere Optik. Ohne Schablone, ohne Kratzen, ohne Radieren, ohne gar nichts, sondern einfach nur mit der Gun. Und das finde ich irgendwie am Ende des Tages immer am besten. Also ich persönlich. Und ja, also das ist eigentlich wirklich das, was mir dann auch am meisten Spaß macht, wenn ich da einfach dranbleiben kann und einfach mit der Gun einfach da eins werde und da durchdrehen kann. Und ihr seht, ich ziehe jetzt hier und da nochmal vereinzelt Haare, verbinde einfach noch, wo ich das Gefühl habe, da könnte noch mehr so die Struktur ineinander greifen, muss vielleicht noch so ein bisschen nicht so, wo es einfach noch so vereinzelt aussieht, als wäre da nicht viel Haar, dass ich die einfach noch sinnvoll kombiniere. Oder hier überall noch so ein bisschen ganz feine Detailhaare reinmache, damit auch noch ein bisschen ganz feine, abstehende Sachen sind. Es gibt dem auch nochmal einen realistischeren Look. Dann ist das schon sehr, sehr geil. Und das Bild wird auch schon hart gefeiert, überall, wo ich das in den Social-Media-Bereichen gepostet habe. Finde ich schon ganz cool. Habe ich schon sehr viel Lob für die ganze Haarstruktur bekommen. Haben echt viele gesagt, sie finden es echt wahnsinnig. Und das war nochmal ein Grund mehr, wo ich mir gedacht habe, komm, dann lasse ich euch doch da mal hier in dem Detail ein bisschen teilhaben. Und wie gesagt, wenn der dann mal komplett kommt, dann könnt ihr das Ganze in Echtzeit euch noch angucken. Dann dauert das, was wir jetzt gesehen haben, statt 20 Minuten nach einer Stunde ungefähr. Aber dann kriegt ihr vielleicht noch einen besseren Einblick darüber. Aber wie gesagt, das wird noch ein bisschen dauern. Aber also mit der, ich wollte es euch einfach jetzt schon zeigen. Nicht nur wegen der Filiage, auch generell, weil ich gemerkt habe, die Leute wollen das gerne wissen. Und dann mache ich das auch wirklich gerne für euch. Ich höre doch auf meine liebe Community und deswegen hier mal, ich mache davon auch ein Bild und hau das auch unten in die Infobox. Könnt ihr euch runterladen und dann mal im Detail angucken. Dann kriegt ihr einen noch besseren Eindruck. Also das kommt noch rein in den Download-Bereich in der Infobox. Schaut es euch noch an, legt es euch hin, dann habt ihr noch einen besseren Überblick. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und noch viel Spaß mit meinen Videos.